Ja, jetzt bin ich seit 34 Jahren hier in der schönen Neckar-Elz. Hätte ich auch mir nicht erträumen lassen, dass das meine Heimat wird. Ja, hier sind jetzt meine Wurzeln verankert. Bei uns hier im Betrieb ist es so, dass Mama und ich hauptsächlich die meiste Arbeit haben. Meine Geschwister, die machen den Service mit. Ansonsten gucken wir schon, dass wir ziemlich immer alle miteinander helfen. Und kochen tut hauptsächlich Mama und ich. Dankeschön. Vor ein paar Jahren war das nicht möglich gewesen, es hier aufzumachen, weil das wäre vielleicht ja noch nicht so Multikulti gewesen, wäre vielleicht nicht so gut angekommen. Jetzt mittlerweile ist es okay, die Menschen reisen viel rum, kommen gut mit anderen Menschen, Kultur zusammen, so dass wir das jetzt auch hier in der Provinz probieren. Das ist das Foto, wo wir gemacht haben, bevor wir nach Deutschland sind, das Abschiedsfoto mit meinem Papa. Der kam ja 2 Jahre nach uns. Der Bürgerkrieg damals in Eritrea war ja dann so extrem, dass es dann der Zeit, wie wir dort unten waren, sehr viele Bombardierungen waren und deswegen mussten wir dann auch ja, so schnell wie möglich dann halt auch noch flüchten. Ich habe viel Schlechtes gesehen, Massakern erlebt, Mördereien gesehen. Was ich noch so für Schmerzen mit mir trage, sind eigentlich immer so ja, die Erlebnisse, die meine Eltern immer erzählt haben oder die ich immer so mitbekommen habe, wie viele gestorben sind aus der Familie unten im Krieg. Oder das hat mich schon geprägt. Die Flucht von uns damals aus Eritrea nach Deutschland verlief über Sudan. Und über Sudan sind wir geflüchtet zu Fuß. Zuerst ging aber mein Vater nach Sudan. Der ging erst vor. Meine Oma hat ihn nach Sudan gebracht über die Grenze. Später hat sie uns nachgebracht. Also die hat uns dann mit dem Esel Verpflegung verpackt, alles gepackt. Und dann hat sie uns in der Stadt geholt. Ja, und dann sind wir erstmal an die Grenze mit der Oma dann bis zur Grenze nach Sudan geflüchtet. Und ich kann mich erinnern, das waren halt Tage, Nächte. Und ja, wir haben da unten 2 Jahre gelebt, bis wir dann das Visa gehabt haben für Deutschland. Und das Visa, um einzureisen, noch nicht aber das Asyl. Wo wir geflüchtet sind, hat es meine Mama mitgenommen. Das ist das einzigste Bild, das sie mitgenommen hat. Die Mutter Maria mit Jesus drauf. Und drumherum sind dann halt... ist immer zu sehen, wie der Tod uns immer nah ist. Der Tod ist uns immer ganz nah. Und die Mutter Maria, die muss uns ganz schön viel verzeihen. Sie beschützt uns in viele Sachen, in viele Lebenslagen. Das hat uns jetzt auch beschützt, bis heute. Als wir hier in Deutschland angekommen sind, kann ich mich erinnern, war es sehr kalt. Und wir waren sehr leicht gekleidet. Kamen dann auch Rote Kreuz, kam gleich am Flughafen, hat uns ja, Jacken, warme Sachen gegeben. Das kann ich mich erinnern. Und wir waren dann in Stuttgart. Von Stuttgart sind wir nach, ich glaube, 1-2 Monaten nach Pforzheim. Von Pforzheim sind wir dann nach Mosbach gekommen. Wir sind integriert worden. Wir haben uns integrieren lassen. Wir sind einfach mitgegangen.
hier ist es dann halt so, ich möchte dann nicht einfach so einen Kaffee präsentieren und hinstellen. Wir haben dann gesagt, wir tun ihn dann auch immer, wenn jemand bestellt, einen eritreischen Kaffee, dann tun wir den frisch rösten, lassen ihn riechen und dann tun wir den auch frisch aufbrühen für die Gäste. Der religiöse Hintergrund ist dabei, dass man den Kaffee trinkt zu Ehren der Dreifaltigkeiten, zu Ehren aller Heiligen sozusagen. Und ja, und aus dem Grund möchte ich das dann auch fortführen, meine Tradition, und möchte es auch hier einbringen. Auch wenn das für manche dann immer so komisch gewirkt hat, wenn wir dann hier so einen frisch gerösteten Kaffee durch den Raum schwingen und sie riechen lassen. Unser Glaube ist ja Köpte, sind ja die Urchristen. Und von daher sage ich mir, nee, gehört zu uns und das soll auch bei uns bleiben. Für mich ist zum Beispiel auch ganz interessant, es so zu verbinden mit meiner Kultur und mit meiner deutschen Kultur hier, zu sagen, Kaffee trinken. Was man hier auch in Europa sagt, oh, ich habe heute keinen Kaffee getrunken, mir geht der Tag schief. Und das ist auch so in Eritrea so, wenn die einen Kaffee trinken, ist es gut, weil sie den Weihrauch und diesen ganze Zeremonie halt kulturell halten. Und wenn sie das mal nicht machen, dann geht bei denen auch was schief. Dann haben sie die Heiligen verärgert. Weil man macht es ja auch so mehr zum Segen des Hauses, mit dem Weihrauch, mit dem Kaffee. Man holt sie halt her, dass sie einem segnen. Und hält es dann so als Versprechen dann eigentlich auch, wenn man sie einladet, dass man das dann halt einmal quasi dann immer macht. Es wird sehr, sehr angenommen, ja. Die Menschen sind happy, dass wir aufgemacht haben. Die Gäste, die uns besuchen, haben auch gute Stammgäste. Es hat uns jetzt dann auch gezeigt, dass es jetzt dann doch der richtige Zeitpunkt war.